Schauen wir mal in die unmittelbare Gegenwart. Man fragt sich natürlich, der Islamische Staat, wo kommt er eigentlich her? Wie kann man das erklären, dass innerhalb relativ weniger Zeit, kurzer Zeit, eine solche Organisation so mächtig und einflussreich geworden ist, dass sie weite Landstriche in Syrien, im Irak, in Libyen und anderswo kontrolliert, dass es viele Leute gibt, die diese Organisation sehr sympathisch in Anführungsstrichen finden, obwohl sie doch eigentlich eine terroristische Organisation ist, die sehr viel Unheil über die Länder gebracht hat. Warum macht man das? Warum unterstützen die Menschen eine solche Organisation? Vielfach ist es so, dass der Erklärungsversuch ansetzt bei der Religion. Man glaubt, dass diese ganzen Verwerfungen aus dem Islam heraus zu erklären seien und dass es eben diese Religion wäre, mit der etwas nicht stimme, und infolgedessen müsse man hier nun ansetzen an diesem Hebel. Viele glauben, es würde hier nun gewissermaßen ein Glaubenskampf stattfinden zwischen Sunniten und Schiiten, zwischen den beiden wichtigen konfessionellen theologischen Strömungen innerhalb des Islam. Aber auch diese Sichtweise greift deutlich zu kurz. Natürlich bringen sich radikale Sunniten und radikale Schiiten gegenseitig um. Nicht nur im Irak, auch in Pakistan gibt es immer wieder Terroranschläge, im Libanon, in Syrien, überall in der Region. Aber es ist hier eben, wie gesagt, die Bruchlinie der Kampf um Macht und Ressourcen und nicht der religiöse Konfessionalismus an sich. Über Jahrhunderte hinweg haben Sunniten und Schiiten miteinander gut zusammengelebt. Es gibt viele Mischehen im Irak, insbesondere zwischen Sunniten und Schiiten. Also es ist ganz gewiss nicht so, dass nun per se die beiden Seiten nicht miteinander könnten. Wenn aber ein Staat auseinanderbricht und wenn ganze Staaten auseinanderbrechen, dann ist es sehr schwierig für die Menschen, sich wiederzufinden in einer neuen Ordnung. Und in einer solchen Situation von Chaos, Durcheinander und Anarchie organisieren sich die Menschen in Mustern oder entlang von Linien, die eben nicht staatlich sind, sondern anderen Kriterien genügen. Das kann also die religiöse Gruppe sein, die ethnische Gruppe sein oder ein anderer sinnstiftender, größerer Zusammenhang, der das Überleben des Einzelnen erleichtert. Wenn man nun die Frage stellt, warum zerfallen die Länder in der Region reihenweise, dann hat das natürlich Gründe. Wie gesagt, diese Gründe liegen nicht in der Religion begründet, sondern es hat zu tun mit verschiedenen Faktoren. Zwei möchte ich nennen. Der eine Grund dafür, warum wir gerade eine Umbruchssituation erinnern in der arabisch-islamischen Welt, ist das Versagen der arabischen Eliten, in ihren Ländern Entwicklungen zu begleiten, die in eine bessere Zukunft führen würden. Die arabischen Eliten von Marokko bis Pakistan haben sich in den vergangenen Jahrzehnten in erster Linie darum gekümmert, ihren eigenen Machtanspruch zu sichern, mithilfe von Polizei, Armee und Geheimdienst gegenüber allen anderen rivalisierenden Gruppierungen. Man war nicht gewillt, die Macht zu teilen mit anderen. Man hat sozusagen sehr viel investiert in den Sicherheitsapparat der jeweiligen Länder, aber nicht in die Entwicklung der eigenen Gesellschaften. Und das hat sich jetzt gerächt. Und der zweite Grund dafür, dass wir so große Verwerfungen in der Region erleben, das sind eben die nachfolgenden militärischen Interventionen, vor allem der USA, aber auch anderer westlicher Staaten, hier insbesondere Großbritannien und Frankreich zunehmend, aber auch Deutschland, mit dem Ziel, politische Verhältnisse herzustellen in den verschiedenen Ländern der Region, die unseren Vorstellungen genügen, offiziell mit dem Argument, man wolle Freiheit, Demokratie und Menschenrechte dort selbst verwirklichen. In Wirklichkeit aber geht es darum, eigene Machtansprüche zu sichern und im geopolitischen Wettkampf mit anderen Interessenten, etwa mit Russland und China, die besseren Karten auszuspielen. Und diese hybride Situation der arabischen Welt ist ein bisschen auch ihre Tragik. Und das Ganze wird noch verstärkt dadurch, dass es eben von außen immer wieder Einwirkungen gegeben hat, externer Mächte, mit dem Ziel, die eigenen machtpolitischen Gegebenheiten durchzusetzen. Das betrifft vor allem die westlichen Staaten, zunächst die Kolonialmächte Großbritannien und Frankreich und dann seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges vor allem die USA, die beiden Kolonialmächte Großbritannien und Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg als die dominante hegemoniale Macht abgelöst haben. Und wenn man sich heute die Frage stellt, woher kommt eigentlich die unglaubliche Brutalität des Islamischen Staates, dann liegt ein Teil der Antwort genau in dieser Entwicklung, weil in den 90er Jahren
im Irak der Tod etwas Selbstverständliches wurde. Und jede Familie hatte Verluste zu beklagen, weil es gab eben keine funktionierende Gesundheitsfürsorge mehr. Wer nicht das Geld hatte, nach Amman zu fahren, nach Jordanien, um sich dort behandeln zu lassen, der starb eben. Und das führte eben zu einer enormen Verrohung der Gesellschaft und zu einer Entwertung menschlicher Normen des Zusammenlebens. Der Tod wurde selbstverständlich, wurde Alltag und dementsprechend war eben nichts Besonderes mehr. Also wir sind immer noch in den Nachfolgen des Sturzes 53 von Mossadegh, wenn man so will. Und dann kam der 11. September 2001 und das nahmen die Amerikaner als Anlass, nun also Saddam Hussein zu stürzen. Offiziell mit der Begründung, er verfüge über Massenvernichtungswaffen und so weiter. Das muss ich nicht alles darlegen, das wissen Sie, das war alles frei erfunden. Und ja, und dann wurde er also gestürzt und damit begann das Elend, das uns jetzt heute noch verfolgt. Denn man muss sich immer vor Augen führen, wie diese Länder konfessionell sich oder von der Bevölkerung her zusammensetzen. Im Irak also im Norden Kurden, im Zentrum Sunniten, im Süden Schiiten, sehr vereinfacht gesagt. Die Schiiten stellen die Bevölkerungsmehrheit im Irak. 60% der Iraker sind Schiiten. Die Macht im Irak hatten aber immer inne die Sunniten seit osmanischer Zeit bis zum Sturz von Saddam Hussein. Sie hatten keine Agenda für den Tag nach dem Sturz von Saddam Hussein und haben dann einen Fehler nach dem anderen gemacht, haben sehr stark auf den konfessionellen Faktor gesetzt im Irak und haben vor allem die Armee aufgelöst, die Geheimdienste und die regierende Partei von Saddam Hussein, die Wiedergeburts-Ba'ath-Partei. Und das Ergebnis war, dass quasi über Nacht Hunderttausende Sunniten arbeitslos wurden. Die neuen Machthaber nach dem Sturz von Saddam Hussein wurden dann die Schiiten, weil sie eben die Bevölkerungsmehrheit stellen. Die rächten sich dann für Jahrhunderte der Unterdrückung durch die Sunniten, indem sie die Sunniten weitestgehend aus allen staatlichen Jobs entfernten. Der Staat ist aber der wichtigste Arbeitgeber im Irak. Jeder, der Lehrer war, Sozialarbeiter, was auch immer, und Sunnit verlor seinen Job. Und naja, dann wurde die Armee noch aufgelöst und die Geheimdienste und so weiter. Damit verloren nochmal etwa 300.000, 400.000 Iraker ihren Job, die aber alle ihre Waffen noch zu Hause hatten und damit auch umzugehen verstanden. Und das wurde zum Beginn einer Aufstands- und Widerstandsbewegung gegen die amerikanisch geführte Besatzung und gegen die schiitische Vorherrschaft in Bagdad. Aus der heraus dann verschiedene terroristische Bewegungen entstanden. Als letzter ab 2008 der Islamische Staat, der zunächst Islamischer Staat im Irak hieß und möglicherweise ein auf den Irak beschränktes und begrenztes Phänomen geblieben wäre, wäre nicht ein anderer Konflikt noch dazugekommen, der den Vormarsch des Islamischen Staates begünstigt hätte. Das war der Konflikt in Syrien. In Syrien kam es 2011, wie auch in anderen arabischen Ländern, im Zuge der arabischen Revolte zu Protestbewegungen. Und die wurden brutal niedergeschlagen durch das Regime. Es war aber auch so, dass die ersten Protestierer schon bald ersetzt wurden durch bewaffnete Freischärler, kann man sagen, die den Machtkampf gesucht hatten mit dem Regime. Der Aufstand in Syrien ist anders als der in Tunesien oder in Ägypten. Ja, also der Aufstand in Syrien war kein Aufstand der gesamten Bevölkerung. Das ist sehr wichtig, dieses sich vor Augen zu halten und dieses auch zu wissen. Das lesen Sie nicht in der FAZ und auch nicht in der Taz, in der Süddeutschen oder wo auch immer. Die vorherrschende Lesart hierzulande ist, dass die gesamte syrische Bevölkerung gegen Bashar al-Assad sich erhoben hätte. Und weil sich die gesamte syrische Bevölkerung gegen Bashar al-Assad erhoben hätte, ziemt es sich für die westliche Staatengemeinschaft, die ja bekanntlich auch eine Wertegemeinschaft ist, dass man dem syrischen Volk in seinem Freiheitskampf beistehe und den Sturz von Bashar al-Assad betreibe. Das war eine sehr dumme Entscheidung der westlichen Staaten, allen voran der USA, aber auch der Europäer, hier inklusive der Bundesregierung, der Türkei und Saudi-Arabiens. Die wollten nämlich unbedingt den Sturz des Regimes von Bashar al-Assad. Nicht, weil er sein eigenes Volk unterdrücken würde. Das interessiert eigentlich niemanden im Westen, wenn irgendwelche Diktatoren ihr eigenes Volk unterdrücken. Aber der Unterdrücker muss bitteschön pro-westlich sein. Sisi ist pro-westlich, deshalb kann er nach Freude, kann er sozusagen ohne Beschränkung meucheln und Leute verschwinden lassen. Es spielt alles keine Rolle. Aber im Falle Syriens, im Falle Irans, überall dort, wo Regime an der Macht sind, die nicht uneingeschränkt pro-westlich sind, entdeckt man gerne die Menschenrechte, um zu begründen, warum man hier interveniert. Und so hat man in Syrien das auch gemacht und hat damit den sich entwickelnden Bürgerkrieg maßgeblich befeuert. Warum ist Syrien sehr stark in Richtung Moskau orientiert und nicht in Richtung Westen, Richtung Washington, Richtung Brüssel?
Der Grund ist wesentlich darin zu sehen, dass seit der Unabhängigkeit Syriens nach dem Zweiten Weltkrieg, konkret seit 1949, nachfolgende amerikanische Regierungen immer wieder versucht haben, das gerade an der Macht befindliche Regime in Syrien zu stürzen, um dort eine pro-westliche Regierung einzusetzen. Der letzte, der diese Reihe sozusagen durchbrochen hat, oder der erste, der diese Reihe wirklich erfolgreich durchbrochen hat, war Hafez al-Assad, 1970 mit seinem Putsch. Die Amerikaner waren geradezu paranoid von der Vorstellung, dass der Sowjetkommunismus Fuß greifen könnte im Nahen Osten, im Fernen Osten, Vietnam. Aber man glaubte eben, wenn man in Syrien nicht aufpasst, dann wird das Ganze ein kommunistisches Land. Das wollte man nicht. Man hat also versucht, alle nationalistischen Bewegungen, patriotischen Bewegungen, wie auch immer wir sie nennen wollen, die sich möglicherweise westlichen Interessen entgegenstellten, als kommunistisch zu brandmarken und von der Macht zu entfernen. Man hat also verschiedene Putsche organisiert, versucht zu organisieren. Und das Ergebnis war, dass die Machtelite dann immer misstrauischer wurde gegenüber der Politik Washingtons. Also man muss sagen, dass diese, sagen wir mal, nicht pro-westliche Politik des Assad-Regimes wesentlich begründet liegt in der modernen Geschichte Syriens, dem Versuch nachfolgender amerikanischer Regierung aus einer antikommunistischen Paranoia, um nicht zu sagen Hysterie heraus, um jeden Preis Einfluss nehmen zu wollen auf die politische Entwicklung in Syrien. Ja, und man hat also genau das Gegenteil von dem erreicht, was man erreichen wollte, hat aber aus den Fehlern eigentlich nie gelernt. Es gibt Untersuchungen, es gibt Veröffentlichungen von WikiLeaks, die zeigen, wie die amerikanische Regierung und die amerikanische Botschaft in Damaskus schon 2006 Überlegungen einstellen, wie man das Regime von Bashar al-Assad destabilisieren könnte, mit dem Ziel, einen Regimewechsel herbeizuführen, weil eben, wie gesagt, zu pro-iranisch, zu pro-russisch. Man wollte also ein pro-westliches Regime an die Macht bringen in Damaskus, 2006 schon. Und der damalige Botschafter in Damaskus, der damalige amerikanische Botschafter in Damaskus, der heute US-Botschafter in Bahrain ist, er empfahl vor allem zweierlei. Erstens, die religiösen Spannungen zwischen Sunniten und Schiiten zu schüren. Und zweitens, die ausländische Investitionstätigkeit in Syrien zu unterbinden, mit dem Ziel, das Regime wirtschaftlich zum Kollaps zu führen und in intrakonfessionelle Konflikte hineinzubringen.